Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. So, guten Morgen aus dem Fundy National Park. Gestern hat das echt alles perfekt geklappt. Ich glaube, die Steffi hat es ja schon erzählt und wahrscheinlich auch unseren kleinen Zeltplatz hier schon gezeigt. Ich gehe trotzdem nochmal fix rum. Ja, heute ist ganz gemütlicher Wandertag. Genau, wir werden uns mal, denke ich mal, die Dixon Falls angucken. Die sind, glaube ich, sehr bekannt. Und ansonsten ein bisschen am Strand lang. Wir müssen mal gucken, unser Campground ist ein bisschen, naja, ein bisschen weiter weg. Deswegen brauchen wir da ein bisschen länger. Tobi, alles ready? Geht los. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ja, wir flüchten gerade ein bisschen vor dem Tourismus, der hier Einzug hält. Ich meine, es war auch irgendwie klar, dass hier viele Menschen unterwegs sein werden, die hier viel besichtigen wollen. Aber wenn man sich hier auf diesen schmalen Treppen so aneinander vorbeiquetschen muss, dann ist es auf Dauer, zerstört das so ein bisschen den Genuss, den man hier eigentlich empfinden möchte. Und wir sind jetzt eigentlich nur schnell durch, was ein bisschen schade ist. Aber beobachten jetzt den Wasserfall nochmal von hier oben. Ganz witzig, wir haben eigentlich gerade einen neuen Rekord aufgestellt. Wir dachten, wir probieren es einfach mal. Wir stellen uns an die Straße und lassen uns ein paar Kilometer mitnehmen und laufen das Stückchen zurück. Und tatsächlich das erste Auto, was um die Ecke kommt, nach 30 Sekunden, der hat uns mitgenommen. Es war ein Parkmitarbeiter. Genau, ziemlich cool. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ein ziemlich cooler Weg hier. Aber alles, was wir jetzt entspannt nach unten gelaufen sind, müssen wir jetzt natürlich wieder hoch. Aber dafür ist der Weg echt schön wild, bemoost und saftig grün. Ich glaube, wir merken immer mehr, dass diese Touri-Spots eher weniger was für uns sind und genießen es, hier in Ruhe durch diesen wunderschönen Wald zu laufen. Auf einem Trail, wo uns wirklich wenige Leute bloß begegnen.
20 Kilometer gemacht heute, oder reichlich 20 Kilometer gemacht, über Stock und Stein, Höhen und Tiefen, Felsen und Wurzeln, sind auf jeden Fall übelst kaputt. Wir machen jetzt fein Essen, es gibt Reis und noch vielleicht ein kleines Feuerchen und dann wird richtig schön gepennt. Bis morgen. Wir wissen immer nicht so richtig, wie wir den Namen aussprechen sollen von dem Campground. Wir haben beide nicht so gut geschlafen, keine Ahnung warum. Ich drehe mich mal zur Sonne. Und haben uns gestern Abend noch entschieden, quasi einen größeren Umweg zu fahren. Auf unserer Gesamtroute, also es sind jetzt nochmal extra 600, 700 Kilometer mehr. Es geht jetzt nach Gaspésie. Es wurde uns von einem Pärchen oder von vielen empfohlen, die aus Quebec kommen, dass es da wohl sehr schön sein soll. Eine schöne Küstenregion. Jetzt zeige ich euch nochmal, was der liebe Darren uns geschenkt hat. Er hat uns ein ganz kühles Bier mit auf den Weg gegeben. Da freuen wir uns, aber das können wir erst heute Nachmittag genießen, weil wir natürlich nicht nach Bier stinken wollen, wenn wir jetzt hoffentlich bald jemanden finden. Ja, wir haben uns wieder kurz vor dem Highway rausschmeißen lassen und haben jetzt noch unser leeres Cardboard beschriftet mit Osten, damit die Leute auch wissen, dass wir eben nicht nach St. John wollen, sondern eben Richtung Osten, Richtung Moncton, weil wir erst nächstes Jahr nach Gaspésie wollen. Aber hier ist nichts los. Immer wenn ich das sage, kommt ein Auto. Wie viele Mückenstiche hast du? Zwischen 50 und 100. Keine Ahnung. Ja, ich habe gezählt gestern. Ich habe, glaube ich, 28, aber es sind schon wieder ein paar dazugekommen. Also Leute, mit dem Blackflies hier ist echt nicht zu spaßen. Das macht echt keinen Spaß. So Leute, wir sind am Highway. Das darf man eigentlich gar nicht, macht aber nichts. Wir wurden von, ich glaube, Phil und Ariane mitgenommen. Die haben uns am Highway rausgelassen, an einem besseren Spot. Und da hat jetzt für uns der Matthew angehalten, ziemlich cooler Typ, und hat uns an einen besseren Spot gefahren, von dem aus wir wahrscheinlich besser nach Shediac kommen können. So Leute, wenn ihr vorher schon dachtet, dass wir bescheuert sind, jetzt sind wir es. Dort an dem Spot, wo der uns rausgelassen hat, hatten wir keine Chance. Es kamen wirklich nicht viele Autos vorbei und die vorbeikamen, waren noch viel zu schnell. Keine Chance zum Stoppen. Und deswegen gehen wir jetzt in entgegengesetzte Richtung des Highways auf die andere Seite und hoffen, dass wir da einen Fahrer finden oder eine Fahrerin, die ein bisschen Erbarmen mit uns hat und nach Shediac fährt. Und für mich war es einer der anstrengendsten Tage heute. Wie war es für dich? Es war warm, aber War okay. es war okay. Es war Ich wollte noch okay. viel weiterfahren. Ja, das stimmt, aber für mich, es war unglaublich schwül. Wir wurden zerbissen und zerfleischt von den Insekten. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist schon echt krass. Und wir haben auch eine Einladung bekommen von unserem letzten Fahrer, Sam oder so. Ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau, ist ein ziemlich langer Name. Aber wir müssen uns das noch überlegen, weil wir echt müde sind heute. Und es morgen ja auch noch eine weite Strecke weitergeht. Ich habe noch was vergessen zu sagen, dass ich hier ja schon mal war. Und zwar mit unserem Airbnb-Host, der Donna, war ich schon mal in Shediac. Das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, aber ich habe mir gedacht, naja, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor.